Dezember 1942. Die sowjetischen Truppen überqueren den Fluss Don beim Dorf Верхний Мамон. Als letztes kam ein KW-1. Der Schrecken der deutschen Truppen. Ob der Fahrer einen Fehler machte oder nicht, er rutschte ab und blieb im Fluss stecken. Es war keine Zeit, um ihn zu bergen. Nach dem Krieg auf dieser Stelle im Sommer 1946 ging fast ein Lastkahn unter. Sein Boden wurde durch die Kanone des Panzers aufgerissen. Damit der Panzer die Schifffahrt nicht stört, hat man ihn gesprengt. 70 Jahre später wurde dann entschieden, den Panzer erneut zum Leben zu erwecken, doch zunächst musste man ihn finden. Die Aufgabe ist, solange wir hier sind, dass wir alles maximal absuchen und erforschen. Ganz einfach alles untersuchen. Es ist klar, dass wir hier vielleicht ganz einfach noch weitere Panzer finden können. Heute haben wir noch mit Bewohnern gesprochen. Die Donau soll voll mit Panzern sein. Im Prinzip können wir auf niemanden wirklich hören. Wir sollten uns hier auf das Boot setzen und einfach alles erforschen hier. Diese Gruppe von Punkten hat uns interessiert. Ein wunderbares Bild haben wir hier. Das Magnetometer hat noch nichts angezeigt, das bedeutet, dass diese Punkte entweder ein Baum sein könnten oder ein anderes Objekt, denn dieses Gerät reagiert nur auf Eisen oder andere magnetische Materialien. Hier ist ein Hügel. Nein, hier ist er. Da steht er. Hier ist ein riesiges Objekt unter Wasser. Wir bekommen einen 306er Punkt. Sehen Sie, 700? Es steigt in 100er Schritten runter. Das bedeutet, das hatten wir vorher noch nicht gehabt, 50.300, also praktisch 700 Einheiten. Hier ist ein riesiges Objekt und hier sehen wir es auf dem Radar. Wir verstehen, dass unter uns Metalle sind. Und auf genau diese Metallemasse werden wir jetzt absteigen und damit arbeiten. Wirf jetzt! Fertig. Jetzt messen wir die Länge des Seils und werden danach die notwendige Anzahl an Stahlseilen berechnen. Das ist natürlich jetzt sehr interessant. Man könnte das Ganze jetzt auch mit einem weiten Messgerät bemessen, aber es ist so viel einfacher für uns. Einen Panzer rauszuziehen, zu bergen, es bedeutet nicht einfach kommen, das Seil an einen Schlepper hängen, an den Panzer rausziehen. Nach vorläufigen Berechnungen brauchen wir eine Zugkraft von nicht weniger als 300 Tonnen. Die Arbeit ist immens. Gestern haben wir die Anker eingegraben und von denen jeder 150 Tonnen aushält. Und heute holen wir die Ausrüstung. Hier haben wir einen Block mit Flaschenzügen. Das wird letztendlich zu einem einzigen Flaschenzugsystem montiert. Erst dann werden wir alle benötigten Teile hinter den Panzer führen und an herausstehenden Fragmenten befestigt, um ihn schließlich an das Ufer zu führen. Komm näher. Das ist doch nicht so schwer. Wir müssen uns aufstellen oder sollen wir das mit den Händen machen? Richte es aus. Kannst du noch ein bisschen? In diese Richtung. Dahin. Einer geht auf den Panzer runter und wird einen Umkehrblock auf ihn befestigen. Das Seil wird er dann, um ihn herumzuführen und damit dann an das Ufer zurückkehren. Und dann werden wir die ganze Seilmasse durch ein Seil an den Panzer unter Wasser führen und dann dort festmachen. So krabbeln, befestigen, anziehen, befestigen, anziehen. So wird das Seil am Flussboden bewegt. Wenn die Auswaschung läuft, dann dieses dünnere Seil hier oben durchziehen, die Öffnung auswaschen, dann in die nächste Öffnung durchstecken. Oben wieder rausziehen, festmachen und weiterarbeiten. Er hat den ersten KW rausgezogen. Es war ein Geschenk des Leiters des Kirower Werks im Jahre 2003. Dann mit ihm sind praktisch alle Panzer rausgezogen worden. Das ist also ein besonders wertvolles Seil. Die Öse haben wir damals noch selbst gemacht.
Sie hat eine fantastische Anzahl an Bergungen erlebt. Hätten wir nun zumindest etwas, wo wir uns einhängen können. Alles Weitere ist eine Sache der Technik. Wir können jede Zugkraft aufbauen. Wir haben schon eine Zugkraft von 400 Tonnen aufgebaut. Hier rechnen wir mit insgesamt 1000 Tonnen Zugkraft. Verstehen Sie? Bei einem Panzergewicht von maximal 54 Tonnen haben wir eine fast 20-fache Übersteigung. Und wie die Praxis zeigt, hält der kleinste Anker das größte Schiff. Der Panzer ist zerrissen und liegt zwischen den Pfeilern. Ich weiß gar nicht, welche Zugkraft wir brauchen können. Wirst du das selbst darum binden? Ja, werde ich. Und wenn im Notfall mache ich einen Notaufstieg. Ja, gut. Ausgezeichnete Arbeit. Tauchgang. Super, alles gut. Warm. Heute ist der zweite Tag, an dem wir mit dem Panzer arbeiten, und zusätzlich ist heute noch ein sehr schwerer Tag. Es ist alles ganz verrückt. Die Befestigung der Boote wurde verändert, die ganze Technologie haben wir verändert. Jetzt müssen wir nebenher noch neue Technologien entwickeln. Wie wir das machen? Wir platzieren einen Anker über der Strömung, vielleicht wird er dann nicht abtreiben. Siehst du, das wird unser Anker. Wir müssen die Boote etwas flussaufwärts befestigen. Ein weiteres Problem ist, dass es diese Standardanker in dieser Form nicht gibt. Auf das Objekt. Unmittelbar. Nimm meine Schwimmflosse. Hast du die von meinem Wels geklaut? Danke. Zieh. Profis bekommen einen guten Lohn. Sehr gut. Du bist ein richtiger Freund. Das Wichtigste ist, die richtigen Anhangspunkte an dem Panzer zu finden, weil jetzt auf diesem während der Bergung das gesamte Gewicht lastet. Und wenn diese Anhangspunkte die Belastung nicht standhalten, war die gesamte Arbeit umsonst. Wir müssen von vorne beginnen. Wir haben hier die Öse und an ihr hängt das Seil und an dem wiederum der Kopf am Flaschenzug. Wie ist der Abstand hier? 60 cm. Dann nimmst du am besten das kurze Seil. Ja, das passt. Dann stellst du jetzt hier rein. Jetzt nimmst du das dünne Seil und überträgst es auf dieses
auf diesem Block. Dann hast du noch ein bisschen Sicherheit, denn dieses wird bestimmt abspringen. Ich habe ihn bereits rausgezogen. Den großen können wir nicht ziehen. Den großen nicht. Ja, den lassen wir lieber. Den reicht es. Ja, natürlich. Ja, ich werde mir anhängen. Wurde bestätigt. Heute haben wir die Seile befestigt. Das heißt, dass der gesamte Panzer nun bereit ist. Er ist am Standardzug vor Richtung. Das ist wichtig. Hören Sie mal, meine Frau hat heute Geburtstag. Schrecklich. Und ich bin hier unten an der Don. Ich muss ihr gratulieren. Hallo, Liebling. Ich gratuliere dich hier in der Anwesenheit der anderen Jungs vom Ufer aus. Ich entschuldige mich, dass ich schon wieder nicht bei dir bin. Ich sage, dass das schon das zweite Jahr ist, aber das macht nichts aus. Ich war schon so lange nicht mehr zu Hause. Liebling, ich werde versuchen, hier so schnell wie möglich fertig zu werden und die Jungs bitten um Verzeihung. Wir zusammen. Heute ist ein schwerer Tag. Ich werde dich nochmal später anrufen. Küsschen, du bist meine Beste. So ist das Leben nun mal. In meinen 47 Jahren meines Lebens war ich 17 Jahre damit beschäftigt, Panzer zu bergen. Es wird Zeit, dass wir schneller werden, was wir jetzt auch schon sind. Ich hoffe, dass wir das mit Gottes Hilfe, dass wir das schaffen werden. Unserem Team ist ein dritter Mann beigetreten, Alexei. Er ist der Mann für alles, was mit technischen Problemen mit Seilen, Seilzügen und Blöcken zu tun hat. Er ist unersetzbares Mitglied unserer Mannschaft. Einmal bin ich mit Igor zusammengestoßen. Sie haben sich damals mit einer schweren Bergung eines hängengebliebenen Baggers in einem Tagebau beschäftigt. Das alles hat mir sehr gefallen. Er kam zu uns, um zu lernen, wie wir mit der Ausrüstung arbeiten und somit schwere Bergungen durchführen. Am Ende hat sich herausgestellt, dass er sich sehr schnell dazulernt. Innerhalb eines halben Jahres hat er sich sogar seine eigene Seile, einen LKW und Blöcke beschaffen. Deshalb nennen wir ihn noch Praporschik. Wir haben jetzt hier ein autonomes Zuggerät, welches speziell projektiert und für die Bergung schwerer Panzer hergestellt wurde. Hier haben wir einen Antrieb, der 280 PS Leistung bringt. Hier haben wir noch das Getriebe, die Kupplung, die Schaltung der Gänge von 1 bis 5, damit wir das Seil auf der höchsten Stufe sehr schnell ausgeben können und mit der höchsten Drehzahl im ersten Gang eine starke Anzugkraft erzeugen können. Gas hier ist ein Reduktor und eine Umdrehungsumkehrung und hier noch der Seilzug, mit dem die Seile über einen Hebel aus- oder eingefahren werden können. Wir haben hier alle ein sehr gutes Verhältnis. Jeder kennt hier seine Position und macht seine Sache gut. Ich mache hauptsächlich die Arbeiten am Ufer und sie die Arbeiten im oder auf dem Wasser. Locha, du bedienst an der falschen Stelle. Alexander, habt ihr hier eine Jugend- oder Ferienlager hier? Ein Klassiker. Noch ein bisschen und ich bin beim Panzer. Haben wir das geprüft? Ja, ich habe schon geschaut. Aber ich werde noch mal gucken. Heute beginnt ein neuer Arbeitstag, jedoch muss ich heute dringend wegfahren. Igor und alle anderen bleiben hier ohne mich und ich hoffe, dass sie mit dieser Arbeit fertig werden. Und zudem wird der Panzer heute hoffentlich das Licht der Welt erblicken. Wir werden unsere Taktik heute etwas ändern, da ein Arbeiter fällt. Der Panzer ist bis zum Anstoß angezogen, auf dem Panzer lastet ein Berg Sand und das Wichtigste ist jetzt, diesen Berg wegzuschaffen. Ich werde jetzt erstmal runtergehen und den Schlauch befestigen und wir werden dann für 1 oder 2 Tage damit beschäftigt sein, den Sand oder wie der Kollege sagt, Bodenablagerungen abzutragen. Der Panzer steht da, schau mal, das sind die Pfeiler der alten Brücke.
Jetzt weiß ich schon, wie er liegt. Wir haben oben alles ausgewaschen. Jetzt haben wir ihn in einem bestimmten Winkel. Oben ist alles abgerissen und mit Sand gefüllt. Genau hier sind die Seile befestigt. Hier ist der Zug, welcher genau über den alten Pfeiler. Und hier liegt eine riesige Eiche mit Ästen. Wir haben die Eiche in die Brückenpfeiler reingedrückt. Der Panzer liegt nämlich direkt an der Eiche. Die Situation ist nicht einfach. Was sollen wir jetzt tun? Ja, ich denke, dass die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist jetzt waschen ohne Ende. Damit die Eiche die optimalen Konturen bekommt. Wenn wir die Platte rausreißen, dann würden wir die Eiche auch rausreißen und dann könnte es vielleicht ein wenig einfacher werden. Der macht damit der Paket in einer Sauna. Wer diese Eiche braucht, darf sie mitnehmen. Ich brauche sie nämlich nicht. Zwei Leute gehen mal darüber zum anderen blauen Block. Und dann hebt ihr mal dieses Seil an. Aber vorsichtig. Versteht ihr? Da vor uns diese dicke Ader. Sie wird an dem blauen Block hängen und dies zieht ihr an und hebt ihr an. Ich hätte nie gedacht, dass extra Leute in diese Stadt kommen, um den Panzer zu sehen, aber es wird jetzt endlich geborgen und ich bin froh, daran teilzunehmen, mit meinen eigenen Händen einen Panzer ziehen zu können. Ich helfe nun schon den 4. Tag hier, diesen Panzer zu bergen. Ich habe viel gelernt, zum Beispiel selbstständig die Ösen ranhängen. Die Jungs sind sehr gut, ohne sie würden wir hier niemals fertig werden. Sie sind richtige Anhänger dieser Sache und wie sie selbst sagen, Patrioten dieses Dorfes. Der schwersten Tage, aber das Schwerste haben wir jetzt hinter uns und wir müssen ihn jetzt nur noch rausziehen. Ich arbeite sowohl am Seilzug und an den Hebeln als auch im LKW und überreiche und hänge die Seilzüge dort über und auch die andere Richtung, wenn wir die freien Seile dort umhängen. Und das alles mache ich von morgens bis abends, nichts anderes, keine Kraft mehr. Ich bin mit den Ergebnissen des heutigen Tages absolut zufrieden. Nach dem zweiten Anziehen bin ich runtergegangen und sah eine komplett offene Wanne. Wir haben uns entschieden, bis zum Anschlag zu ziehen und ihr versteht, ihr habt es gesehen, ich konnte es anziehen, es zog, zog, zog. Die Seile hielten und dann gab es einen plötzlichen Ruck und die Wanne ist abgerutscht. Im Prinzip warten wir jetzt einfach darauf, bis die Seile wieder etwas Spannung aufgebaut und dann setzen wir Arbeit fort. Ich bin sicher, dass jetzt alle Hindernisse vor sich zermalmen wird. Da sind noch die Eichen und die Baumstämme unten. Jungs, der Sieg ist sehr nah. Im Prinzip haben wir schon gewonnen, doch bis zum endgültigen Zug fehlt noch ein sehr wichtiger Moment, und zwar, wenn sich der Panzer anstellt. Unsere Anker sind für 300 Tonnen ausgelegt und trotzdem hat er sie einfach aus dem Boden gezogen. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Zug das war, welche Kraft dahinter steckte? Die Jungs haben gute Arbeit geleistet, ausgezeichnet. Der Panzer ist befestigt, jedoch haben die Anker der Kraft zwar ausgehalten, sind aber nicht im Boden geblieben. Jetzt werden wir den Teil nochmal neu machen. Wir werden die Seile nochmal durchreichen und dann ziehen wir weiter.
Das Rohr kann jemand mitnehmen, wenn es jemand mag. Derjenige kann sich dann noch Schornstein draus bauen. Für mich war es kein kleines Hindernis, danach konnten wir weiter anziehen und jetzt ist es bereits am Ufer. Das ist das Ergebnis von großen Anstrengungen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich bin jetzt einfach nur noch müde. Das war mein erster Panzer, meine erste schwierige Bergung. Der Panzer hat mich einfach fertig gemacht. Die ganzen Seile, die Überreichungen, Umzüge, Züge nach vorne lenken, Züge nach hinten lenken. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich sage es euch, das ist mein Jubiläumspanzer, meine 55er Panzerbergung und ich hatte bisher keine so schwierige Bergung wie diese. Niemals. Ein zerrissener Panzer, der zwischen Eichen liegt. 4 Tage lang haben wir ihn gezogen und das ist eigentlich noch eine sehr schnelle Zeit. Fast schon eine Rekordzeit. Wir mussten über Pfeile und andere Dinge rüberspringen. Ich persönlich bin sehr zufrieden. Im Prinzip ist es eine Sammlung von Platten, die wir zusammenbinden werden und den Rest müssen wir auch noch rausholen. Der Panzer ist wie ein Memorial. Er wird für Kubinka ideal sein. Ich werde mich auch weiterhin noch mit Bergungen beschäftigen. Ich hoffe, dass es dann erneut wieder solche spannende Momente geben wird. Wir werden sehen. Ich bin sehr froh, dass wir praktisch nur mit den Kräften von 2 Mann alles geschafft haben. Und natürlich mit der Hilfe der Jungs, die sehr interessiert sind. Ja, das ist kein Spaß. Sie sind wirklich sehr interessiert. Sie können auch schon selber Seilzüge zusammenbauen. Sie haben sogar gesagt, dass wir nach Hause fahren und unsere Ausrüstung einfach hier lassen sollen. Und sie würden dann die restlichen Panzer alleine bergen. Stell dir das vor.